Ja, vielen herzlichen Dank für die Einleitung und Vorstellung, Herr Schreiner. Glück auf, meine Damen und Herren. Ja, ein kleiner Praxisbericht aus dem Freistaat Sachsen steht jetzt gerade an. Sie lesen schon 140 Jahre Sammlung, danach der Schritt jetzt mal zur Digitalisierung und digitaler Nachhaltigkeit. Ich habe das gleich mal zusammengepackt und die Jahreszahlen auch schon 1883 nochmal. Wir gehen gleich mal, einfach mal die nächste Folie, genau. Ich werde also kurz auf die städtischen Museen Annaberg-Buchholz mal eingehen, dass Sie ein Grundwissen haben, worum es sich eigentlich dreht. Es sind also 3 Häuser, das schon mal vorweg. Sammlungsgeschichte, Sammlungsgebiete, die analoge Erfassung, dann der Schritt zur Digitalisierung, Vorgehen und Stand der Arbeiten, ein bisschen was zur digitalen Nachhaltigkeit. Da müssen wir uns natürlich auch schon Gedanken machen. Wie gehen wir dann mit den Daten um? Wie geht es weiter? Kurze Schlussbetrachtung und Ausblick. Ich probiere es nochmal. Ja. Ja, zu den städtischen Museen Annaberg-Buchholz. Die große Kreis- und Bergstadt Annaberg-Buchholz betreibt seit 2010 3 Museen in kommunaler Trägerschaft. Die Anfänge reichen zurück bis 1883 bzw. 85, dazu gleich mehr. Die Museen, das Erzgebirgsmuseum mit Besucherbergwerk im Gößner, letzteres seit 1995 bestehend. Wir haben dann den Frohnauer Hammer, seit 1996 Eigentum der Stadt. Und dann die Manufaktur der Träume, die im Oktober 2010 eröffnet wurde. Alle 3 haben thematisch ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Das Erzgebirgsmuseum als regionalhistorisches Museum. Wir haben den Frohnauer Hammer als technisches Museum, ein funktionierendes Hammerwerk, seit 1910 in dieser Funktion als Museum betrieben. Und die Manufaktur der Träume, dort haben wir hauptsächlich Volkskunst, Kunstgewerbe, Spielzeugproduktion des Erzgebirges. Den Grundstock der Sammlung bildeten 2 Ausstellungen, einmal 1883 und 1885. Die wurden von Bürgern ins Leben gerufen. Man wollte einfach mal gucken, regionalhistorisch, was haben wir sozusagen im Erzgebirge, mal ganz salopp ausgedrückt. Es entstand damals schon der Gedanke, ein Museum zu gründen. Das wurde 1887 dann umgesetzt. Das hieß Museum Erzgebirgischer Altertümer. Das war zunächst im Rathaus untergebracht, musste aber dann umziehen, weil der Sammlungsbestand sehr rasch anstieg. Das waren Schenkungen der Annaberger Bürger, private Sammlungen hauptsächlich. Und 1891 zog das Haus in die große Kirchgasse 16 ein, gegenüber der St. Annenkirche. Dort befindet sich dieses Museum heute noch. 1905 erfolgte dann die Umbenennung in Erzgebirgsmuseum. Das Profil wurde von einer Person ganz wesentlich mitgeprägt. Das war auch der Gründer quasi. Das war auch der erste Direktor Emil Fink, seines Zeichens eigentlich Lehrer. 1927 wechselte die Trägerschaft vom Erzgebirgsverein auf die Stadt Annaberg. Wir haben glücklicherweise auch noch die alten Statuten für das Museum. Schön jetzt hier auch Paragraph 2, der Zweck, weil das auch so ein bisschen erklärt, wie die Sammlung sich, die alte Sammlung zusammensetzt, auch die neue Sammlung. Das ist also bis heute noch von Einfluss. Das Museum ist also eine Sammelstätte für heimatliche Geschichte und Literatur, für Orts- und Naturkunde, wie für alle Zweige des kunstgewerblichen Schaffens und wirtschaftlichen Lebens. Und dann, das ist dem Träger natürlich noch geschuldet, die Tätigkeit des Erzgebirgsvereins. Das fällt jetzt natürlich weg. Aber ansonsten die Sammlungsbestände, die Sammlungsgebiete bestehen weitestgehend immer noch in der Form. Neben diesen Statuten, was haben wir sonst noch an Quellen zu der Altsammlung zum Grundstock? Von Ausstellungen 1883 und 85 haben wir Auflistungen der Leihgeber und der Leihgaben. Die sind dann auch teilweise wirklich in den Sammlungsbestand übergegangen. Das können wir also recht gut nachvollziehen bei einigen Exponaten. Karteikarten aus den Anfangsjahrzehnten haben wir leider kaum oder gar nicht mehr. Die sind im Laufe der Zeit verloren gegangen. Wir haben noch einen Museumsführer von 1909, der die Exponate beschreibt in den verschiedenen Räumlichkeiten. Wir gucken gleich mal in die Räumlichkeiten. Wir haben glücklicherweise auch noch alte Fotos. Wir
Wir haben aus der Zeit des Ersten Weltkrieges Ankaufslisten von Objekten aus Schrottsammlungen für das Militär von Emil Fink noch vorliegen im Original. Auch da haben wir einige Objekte, die wir ausmachen können. Das hilft also auch schon mal ein bisschen weiter. Und dann eben die Zeit 1900 bis 1920 haben wir die Fotos und Inventarbücher seit Ende der 1950er Jahre dann wieder. Ja, hier hätten wir jetzt mal ein Bild in einen alten Ausstellungsraum, der hauptsächlich das Mittelalter damals in der Art behandelt hat. Und ich habe jetzt einfach mal hier die Gemälde so ein bisschen darunter gepackt. Die haben wir immer noch. Ein Gemälde von Hans Hesse, dann ein Gemälde aus der Schule von Lukas Cranach dem Jüngeren. Hier ein Tafelgemälde. Ich habe nur einen Flügel fotografiert. Auch das ist noch da, Anton Häusler, der in der Schule von Lukas Cranach dem Älteren gelernt hat. Also die sind alle noch im Sammlungsbestand in der Dauerausstellung auch da. Auch sehr schön, das ist aus einem Ort Wolkenstein aus der Burg, Wolkensteiner Schrank. Oh, okay, andersrum. Geht's so? Nee, aber man sieht auch so. Das brauchen wir dann nicht. Auf jeden Fall, auch der ist noch enthalten. Die Zinngefäße, die Pokale, die da oben drauf stehen, auch die haben wir noch in der Sammlung. Also der Altbestand ist noch sehr gut vertreten, erhalten geblieben über die ganzen Jahrzehnte. Ja, das jetzt nochmal 2 Räume, wo es dann auch um das Gewerbe geht, Textilgewerbe so ein bisschen, beziehungsweise dann in Richtung Geologie. Das hat sich natürlich wesentlich geändert. Die Exponate werden jetzt größtenteils so nicht mehr gezeigt, aber wir haben durchaus noch die Abbildungen, die Karten, die geologischen, die dort an der Wand hängen, auch in unserem Depot. Und da wären wir schon dabei, was liegt bei uns im Depot? Die Dauerausstellung zeigt natürlich immer nur einen kleinen Teil. Und im Laufe der Jahrzehnte ist alles Mögliche ins Depot gewandert oder was damals als Depot bezeichnet wurde. Das heißt der Dachboden des Erzgebirgsmuseums. Wir werden also hauptsächlich über das Erzgebirgsmuseum sprechen, weil dort auch die Hauptverwaltung sitzt, ganz Objekteingang stattfindet, die Objektdokumentation. Und da sehen Sie schon, was man so alles dann findet. Kartons mit vorgeschichtlicher Keramik, nicht aus dem Erzgebirge, Landkreis Meißen, auch aus der Altsammlung. Da ist glücklicherweise eine Karteikarte sogar dabei. Wir wissen also, von wem das damals ans Museum gegeben wurde. Daneben das Kleinteilige ist eine Daktylothek, die auch in den 1950er Jahren anscheinend auf dem Dachboden verstaut wurde. Etwas grob in einem Karton, einfach alles zusammengekippt. Die haben wir jetzt mal auseinandersortiert. Das sind also gut 100 Einzelstücke, Siegelabgüsse, also Gemmenabgüsse besser gesagt. Und dann auch die letzten Sachen, Medaillen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Sammlungsgebiete mal so ein bisschen aufgelistet, also weiter Handwerk, Volkskunst wird gesammelt, beim Handwerk vor allen Dingen Töpferei, Textilhandwerk, Metallverarbeitung, alles, was also im Erzgebirge stattgefunden hat. Wir haben kunstgewerbliche Produktion, die gesammelt wird, Geologie wird weiter gesammelt, Bergbaugeschichte, Siedlungsgeschichte ganz allgemein, Stadtgeschichte, Annaberg-Buchholz auch natürlich ganz speziell. Auch zur Mundart, zur Erzgebirgischen wird gesammelt, also die ganze Literatur. Wir haben Fachliteratur bzw. eine Bibliothek, da mal ein Blick auf einige ältere Bücher. Wir haben im Bestand der Bibliothek einige Bücher aus der Ratsbibliothek, die bis ins 16. Jahrhundert zurückgehen. Unter anderem auch Originalausgabe Georg Agricola, also alles dort vorhanden. Kommen wir zur Erfassung. Das Ganze läuft, wie gesagt, im Erzgebirgsmuseum zusammen. Bis 2021 das Ganze weitgehend ausschließlich analog erfolgt. Die Objekte wurden eingeliefert, das Ganze wurde aufgenommen, es wurde ein Eingangsbuch geführt, das Ganze ins Inventarbuch eingetragen, die Daten dann, die erfasst wurden, auf Karteikarten getippt mit der Schreibmaschine. Dazu gab es dann bei besonderen Stücken zumindest auch noch entsprechend ein paar Fotos. So ist das weitestgehend abgelaufen. Das ist mal ein älteres Beispiel, Inventarbuch, wie das aussieht. Die Daten sind teilweise recht dürftig, auf den Karteikarten genauso. Da steht dann nur das Objekt ungefähr drauf, welches Material
vielleicht noch, woher es kommt. Das sind jetzt Dinge, die natürlich weiter aufgearbeitet werden müssen. Gehen wir erstmal zum Schritt Digitalisierung. Wir haben schon vorher natürlich ein bisschen digital gearbeitet in Museen. Die Sammlung Pohl-Ströer wurde probeweise damals noch mit Adlib, jetzt Axial Collections, dann aufgenommen. Das war eine Probeversion, reichte bei der Menge auch 1600 Exponate waren es, also recht überschaubar. Das wurde dann entsprechend weiterverfolgt. Es wurden Lizenzen der Vollversion gekauft für die städtischen Museen. Eine konsequente Umsetzung, dass also sämtliche Exponate dann auch mal digital erfasst wurden, erfolgte erstmal nicht. Das hat mit verschiedenen Umständen zu tun. Und seit 2021 wird es ein bisschen mehr forciert. Eine zweite Option wurde zwischendurch erstmal noch Museum Digital von der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen erprobt bzw. auch diskutiert. Wir haben dort Schulungen dann gemacht, 2021 und 2022, haben uns intern im Team dann zusammengesetzt. Also alle die mit der Erfassung der Objekte, Objekteingang zu tun haben, Kurator und andere Mitarbeiter, die mit der Erfassung zu tun haben. Und in den internen Diskussionen, Gesprächen haben wir uns einmal dann entschieden, Axial dann weiter zu nutzen. Auch mit der Landesstelle haben wir es soweit besprochen. Werden aber Datensätze dann je nachdem weiter ans Museum Digital geben. Inzwischen ist es so, dass die Eingabemaske für die Bedürfnisse der städtischen Museen angepasst wird, dass wir also auf diese Karteikartenform ein klein wenig kommen, die wir auch hatten. Und das ist fast abgeschlossen, aber die Eingaben laufen auf jeden Fall jetzt schon auf Hochtouren. Die Datensätze, das haben wir schon soweit geklärt, die können wir dann rüber zu Museum Digital geben, hätten also dann eine Möglichkeit dann auch, was Veröffentlichung der Daten angeht. Da gehen wir auch Richtung Open Access dann ein bisschen. Das ist aber noch ein Anfang, das sage ich gleich dazu, nicht festnageln jetzt. Das kommt also dann auch noch dazu. Ja, die Bilder zeigen mal einen Blick, kurz was die Karteikarten angeht, wie das ungefähr aussieht. Können Sie sich vorstellen, die Recherchen sind ein bisschen aufwendig, wenn man da erstmal gucken muss, wo ist meine Nummer. Und die Karteikarten werden jetzt systematisch eingegeben. Parallel dazu erfolgt die konsequente fotografische Erfassung dieser Exponate nach verschärften Qualitätskriterien. Also es ist nicht einfach nur ein Schnappschuss mehr. Da wird schon drauf geachtet, entsprechend Inventar nochmal gut zu sehen. Ist es auch die richtige? Maßstab muss rein und alles, was noch dazugehört. Dann auch die Grunderfassung der Neuzugänge wird in der Form weitergeführt. Die werden also dann gleich digital auch erfasst. Insgesamt, das muss man ganz klar sagen, ist das ein Prozess, der mehrere Jahre in Anspruch nehmen dürfte. Schätzungsweise haben wir in der Sammlung um die 40.000 Objekte. Das ist eine Schätzung, eine grobe Schätzung, weil der Altbestand noch nicht komplett wirklich aufgearbeitet ist. Da werden noch einige Überraschungen auf uns warten. Ja, digitale Nachhaltigkeit, den Begriff brauche ich jetzt nicht noch mal groß erklären. Ich habe zumindest mich mal online zugeschaltet gestern. Da wurde ja schon die Nachhaltigkeit erklärt, auch im digitalen Zusammenhang. Aber natürlich ist das für uns auch der Ausgangspunkt für die weiteren Überlegungen. Das müssen wir auch im Blick haben, denn wir kreieren natürlich eine Masse auch an digitalen Daten jetzt. Das Gute ist, wir haben Synergieeffekte mit der Stadtverwaltung, eine sehr gute EDV-Abteilung, die uns da unterstützt. Das ist also schon mal das Gute, das ist nicht alles hausintern. Und da geht es natürlich die digitalen Ressourcen, Wissen, kulturelle Artefakte digital präsentieren. Da würden wir Richtung Museum Digital dann gehen mit der Landesstelle. Und dann die nachhaltige Verwaltung, der Nutzen, das ist auch gegeben durch die EDV-Abteilung, die wir haben. Wir müssen digitalen Bedürfnisse gegenwärtiger, zukünftiger Generationen gleichermaßen erfüllen. Auch da sind wir noch in den Diskussionen, wie wir das am besten umsetzen. Und dann natürlich die Zugänglichkeit der Daten. Wie kriegen wir das hin mit einem Minimum an technischen, rechtlichen, sozialen Einschränkungen, dass das Ganze verwendbar wird? Das ist natürlich auch die Frage,
Was wir an Daten zur Verfügung haben, Bilddaten oder Ähnliches, das ist eigentlich im Augenblick bei den wenigen Anfragen, die wir haben, recht einfach zu handhaben. Also es werden keine Gebühren fällig, es ist einfach nur ein Herkunftsnachweis. Wenn ein Fotograf dahinter steht, dann muss auch der noch genannt werden. Und dann können die Daten, also die Bilder, soweit auch schon verwendet werden. Die Schritte sind eben, die wir haben, jetzt erstmal die Grunderfassung an erster Stelle. Axial Collections haben wir eben genommen, weil es relativ ausgereift ist, qualitativ hochwertig, es kann angepasst werden, transparentere Strukturen sind auch vorhanden und natürlich, es wurde schon damit gearbeitet in den Häusern. Wenn wir jetzt alles umstellen würden, das wäre problematisch. Wir arbeiten auch immer noch nach dem Knorr-System bei der Erfassung. Auch das werden wir erstmal beibehalten. Wenn wir jetzt zu viel auf einmal ändern, dann gibt es nur Chaos. Das werden wir erstmal lassen. Grunderfassung ist die Basis für die Recherchen in den städtischen Museen, deswegen natürlich auch da der Ansatzpunkt. Nutzung von Museum Digitaler Landesstelle für Museumswesen ermöglicht dann eine bessere Zugänglichkeit der Daten für Externe und auch eine größere, großräumige Sichtbarkeit. Dann natürlich muss man auch bedenken, wir hätten noch einen zweiten Speicherort. Die rechtlichen Sachen, die Hoheit, Datenhoheit wird ja bei uns bleiben, aber wir hätten unabhängig von unserem Speicherort, unserem Server noch einen zweiten, was natürlich Richtung Nachhaltigkeit auch wieder eine Rolle spielt. Nutzung digitaler Datensätze für Präsentationen in den Ausstellungen der 3 Museen oder sogar vollständig digitale Ausstellungen im Netz, das steht natürlich auch noch im Raum. Die Sammlung der städtischen Museen wird zukünftig dann auch auf Social-Media-Kanälen stärker präsent sein. Also das sind erstmal die Punkte, die wir uns jetzt rausgegriffen haben. Da werden im Laufe der Zeit natürlich noch wesentlich mehr dazukommen. Bei den rechtlichen Fragen, die damit dann jeweils auch immer zusammenhängen, können wir auch intern bei der Verwaltung, Stadtverwaltung auf Ressourcen zurückgreifen. Das wäre Sachgebiet für Recht und Ordnung, die uns da auch beratend immer zur Seite stehen. Ja, das war ein Blick in das Zentraldepot, nur ein kleiner Teil. Damit wäre ich auch schon am Ende fast. Die Schlussbetrachtung. Die ersten Schritte sind jetzt nach 140 Jahren, denke ich mir, in die Wege geleitet. Es ist klar, es ist noch viel zu tun. Das ist, sind vielleicht die ersten 5 Schritte, die wir getan haben. So würde ich das vielleicht formulieren. Auf dem Weg, da werden noch einige Überlegungen kommen, was den Nutzen der digitalen Daten dann angeht, sei es eben Open Access oder eben auch Richtung 3D und Ähnliches, alles, was da noch mit reinspielt. Dann haben wir eben, wie gesagt, die Abstimmung mit der EDV-Abteilung, die auch dazu kommen, immer das Sachgebiet Recht und Ordnung, was uns da unterstützt. Da sind wir also im ständigen Austausch. Intern haben wir sowieso regelmäßige Treffen mit der Arbeitsgruppe, die also die ganzen Daten erfasst. Das sagt es eigentlich schon, es ist in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung, die Digitalisierung einer Sammlung nach so langer Zeit. Eine Herausforderung, die man nur im Team meistern kann, das ist auch klar. Da muss ich sagen, habe ich sehr großes Glück, dass ein sehr gutes Museumsteam in den städtischen Museen arbeitet. Und was ich aber auch betonen möchte, ist eine Herausforderung, die sich lohnt anzugehen, weil das, was hinter ein Ergebnis an Möglichkeiten herauskommt, das wiegt eigentlich die ganzen Mühen wieder auf. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.